Na, haben wir den nächsten Lederkarpfen? Das wäre natürlich nicht so schlecht. Dann hätte ich hier zumindest schon 3 Lederkarpfen in Folge. Also, schön am Moskito. Nee, C2. Sehr gut, sogar noch besser. Ich suche nämlich den C2 und der C2 soll hier reingehen und wurde von einem chinesischen Spieler hier an der Stelle richtig groß gefangen. Also, ich bin hier schön im Drill auf eigentlich einem super klassischen Spot. Wir hatten in den letzten Tagen hier mehrfach mal wieder Wetterumschwung bzw. Wassertemperatursumschwung, Wasserwechsel. Und ja, jetzt habe ich gedacht, komm, nachdem jetzt das 3. Mal die Temperatur geändert hat und wir haben jetzt hier normales Wasser, jetzt gehst du mal wieder hin. Jetzt ist es hoffentlich auch noch mal ein bisschen länger normal temperiert und dementsprechend testen wir das Ganze hier mal aus. Warum schreit hier die Bremse so, stellt sich vielleicht die Frage. Naja, ich bin hier ein bisschen dünner reingegangen als normal, als sonst. Ich war zuletzt immer mit ungefähr 27 Kilo Vorfach unterwegs und bin jetzt mal wieder zurückgegangen auf 18. 18 Kilo Karpfen-Vorfachsmaterial, sinkend, geflochten, denn ich bin hier komplett auch auf dem Grund unterwegs mit klassischer Haarmontage und dementsprechend nehme ich dann eben auch geflochtene Vorfachsmaterialien, damit das alles schön absinkend ist. So, komm mal langsam ran hier, C2. Der hat auch schon ein bisschen Bock, da können wir aber auch noch ein bisschen höher gehen hier von der Bremse. So, und dann nutzen wir das noch mal ein bisschen mehr aus. Ja, das wäre doch nicht so schlecht. Wobei so richtig riesig ist der auch noch nicht, ne? Mit 18 Kilo hier auf dem mittelschweren Setup. Also da geht natürlich noch einiges. Aber wie gesagt, um die 30 Kilo Brocken wurden hier schon gefangen an der Stelle. 61,62. Kommt dir bekannt vor? Mir auch. Ist eigentlich die uralte bekannte Stelle oder eine der ersten wichtigen bekannten Stellen, die immer mal wieder ganz gut funktionieren. Ich werfe geradeaus hier vorne hin, zack, in Richtung dieser Schilfkante. Ich habe auch schon mal zu der Birke geworfen oder zu der Birke da hinten. Heute habe ich gedacht, komm, wirf's einfach mal mittig aus. Wir gucken uns das gleich auch nochmal auf der Map an, wo wir denn hier dann genau landen. Und ja, jetzt natürlich die Frage, geht hier noch ein bisschen mehr als, Alter, nur hier die paar Lederkarpfen und der C2. So, jetzt aber hier, komm hoch. So, schönes Ding mit 11 Kilo, gibt aber schon Gas, ne? Da gibt er schon Gas, aber da merkt man eben, wenn man hier mit einem kleineren Setup unterwegs ist, dann ballern die aber auch direkt anders wild rein. Also, so sieht das Ganze hier gerade aus, auf dem 1er Haken nur mit 18, beziehungsweise noch nicht mal mehr 18 Kilo, ich habe ja sogar schon Verschleiß drauf, 18 Kilo an Vorfach und dann hier das Ganze nochmal die kleine Version von meinem Setup. Ich habe das Ganze auf den beiden anderen Routen in groß, also mit 2020, komplett hier auf Tutti Frutti Neutral Pellet 15, Tutti Frutti Soluble 15 und den Dip von Matt Myers. Das Ganze, wie gesagt, geht auch als 20er Version, also mit 20er Pellets und 20er Soluble. Und ja, Futtermische natürlich auch dazu. Hier auf den beiden Routen ist, wie gesagt, das gesamte 20er Setup. Schnell wieder raus damit. Stopp. Schön hier auf 20 Meter. Ah, perfekt. So, Futtermische ist draußen. Ja, wobei, da habe ich jetzt gerade ein bisschen schräg geworfen. Bisschen arg schräg rüber. Na egal, wir lassen das Ganze mal hier ein bisschen stehen und dann gucken wir gleich mal eben rein nach Futtermische und dem Spot. Damit ich solche Videos wie dieses hier machen kann, brauche ich immer mal wieder zwischendurch Sponsoren, die das Ganze möglich machen. Einer dieser Sponsoren ist aktuell Opera GX. Opera GX ist ein Browser, der auch perfekt ist für PCs, die nicht ganz so leistungsstark ist. Denn hier hast du nicht nur die Möglichkeit, das Ganze farblich anzupassen, wie es dir gefällt, sondern du kannst auch die Leistung anpassen. Und das war auch für meinen PC vor einem Jahr noch
absolut essentiell, denn so konnte ich den RAM-Limiter aktivieren, beziehungsweise auch den CPU-Limiter und hatte dadurch die Möglichkeit, neben dem Zocken auch einfach den Browser offen zu haben, ohne großartigen Leistungsverlust zu haben. Und dort konnte ich dann im Browser zum Beispiel auf YouTube unterwegs sein und mir die aktuellsten Videos angucken und dann parallel einfach dazu noch zocken. Du siehst also, der Opera GX bietet jede Menge Vorteile. Für mich, wie gesagt, der beste Vorteil hier die GX Corner, damit ich hier sämtliche Premieren, also Release-Daten immer wieder im Blick habe. Und natürlich super wichtig, Leistungsoptimierung, das ist für mich das A und O. Ich will nebenbei den Browser offen haben und zocken können, ohne dass eins von beiden irgendwo einknickt und der Rechner das alles packt. Unter dem Video findest du einen Link direkt zum Browser. Einfach draufklicken, runterladen, angucken und ab geht's. Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens. Ich habe gerade noch 1, 2 Fische rausgeholt und hier haben wir jetzt gerade den ersten Biss auf dem ganz großen Setup. Ich habe 2 Routen oder 2 Setups hatte ich jetzt auf klein umgestellt und das dritte Setup jetzt auf ein bisschen oder auf groß gelassen. Wir gucken gleich nochmal eben rein. Ja, wobei der ist auch jetzt nicht so gewaltig, der Brocken. Trotz der großen Boilies. Naja. Aber es sind, wie gesagt, gerade eben noch welche reingegangen. Und bei dem Setup bleibe ich auch erstmal noch groß. Also, so sieht das Ganze hier aus. Also, ich bin hier auf dem 1er-Haken unterwegs mit 18 Kilo Vorfach. Neutrale Pellets 20. Auflösende Boilies sind mit drin. Auch in 20. Und dann der Matt Myers Tutti Frutti Dip mit der Futtermische. Also Maismehlbasis, doppelt hier die Feed Pellets mit drin. Und dann auch hier nochmal Tutti Frutti auflösend geschreddert. Also der 15er Soluble gecrushed, dann mit Mais und Tutti Frutti nochmal abgeschmeckt das Ganze und das Ganze geht dann hier raus auf 20 Meter. Zack, 20 Meter exakt in die Richtung. Warum nach da? Weil wir in dem Bereich hier genau in dieser Area landen. Also hier, wo wir quasi, naja, sag mal, so ein bisschen Unebenheiten haben. Hier geht es ein bisschen runter. Hier sind so Kantenbereiche ungefähr auf 20 Meter. Die Birke hatte ich ja hier gerade schon angesprochen. Das wäre mir jetzt aber gerade einfach ein bisschen zu offen. Also in der Area wollte ich jetzt gerade nicht sein, beziehungsweise die andere Birke hier als Ziel. Das ist mir gerade ein bisschen zu tief, wenn wir hier auf 20 Meter sind. Also habe ich gedacht, komm, genau hier in die Mitte. Da passt das Ganze schon. Ja, wie gesagt, beide anderen Routen sind jetzt mittlerweile nochmal umgebaut. Auch die zweite ist hier umgebaut auf komplett 16 oder 15er, 16er Boilie-Kombination, Boilie-Pellets. Das passt soweit ganz gut. 1er Hakengröße bin ich auch gerade mit zufrieden. Und jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich mit den etwas kleineren Boilies bzw. Pellets, kriege ich damit eine etwas höhere Frequenz noch hin und kann damit dann noch ein bisschen Cash machen. Größentechnisch ist das natürlich schon nicht so schlecht. Wenn ihr so ein C2 reingeht mit 11 Kilo, die liegen so bei ungefähr 50 Silber das Stück. Also das ist schon gar nicht verkehrt. Ich teste auch gleich nochmal ein bisschen eine andere Variation. Und zwar ging vor Monaten mal sehr gut der C2 mit Milchcreme und solchen Komponenten. Und vielleicht kann man ja auch hier noch in Kombination so eine milchige Komponente mit reinbringen. So eine Kombination zwischen Tutti Frutti und Milch oder was Sahniges. Vielleicht wirkt das ja auch. Na guck, rausgeworfen. Relativ frisch nach dem Umbau, also auch da geht das jetzt los mit ein bisschen mehr Frequenz. Ja, und wenn die jetzt hier schön laufen, hängt er schon dran. Ja, so ganz riesig ist er aber nicht auf dem... Oh ja, gut, geht. Auf dem kleinen Setup hier. Ja, Lederkarpfen und C2. Gerne mehr davon. Ich teste jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter rum. Und dann gucken wir mal, ob hier nicht noch mehr reingeht. Und wenn die jetzt größentechnisch alle so in dem Bereich sind, zack, der nächste, bin ich da ganz zufrieden mit. Also mir reicht das. Ein Setup, wie gesagt, bleibt auf groß. Und mit dem Setup mache ich jetzt hier einfach ein bisschen Frequenz. Also 2 Sets auf klein, ein Setup auf groß mit der Chance auf den richtig dicken Brocken.
und die beiden anderen bleiben hier ein bisschen kleiner. Und ich muss sagen, ja, die letzten Tests waren mit feinerem Setup besser. Es sind dickere Brocken reingegangen und das scheint wohl ganz gut zu gehen, wa? Oha, die wollen wir allerdings nicht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich hoffe nicht, dass der Spot gleich schon hier am Ende ist. Fast eine Stunde jetzt hier am Rumtesten und am Machen. Das wäre ja nicht so gut. Aber passiert, ne? Immer mal wieder so ein kleiner, kann natürlich passieren. Wenn noch ein paar Lederkarpfen reingehen, auch nicht schlecht. Im Großen und Ganzen, ja, ist das hier jede Menge Seltenes. Ja, ist natürlich auch viel Testerei dazwischen drin gewesen. Kurze Pause gerade auch noch gerade gemacht. Von gut 20 Minuten. Aber im Großen und Ganzen passt das schon. Also für die Testzeit jetzt hier schon ganz okay. In der Nacht könnte noch ein bisschen mehr gehen. Das wäre nicht so verkehrt. So, weiter testen. Ich bin gespannt, was läuft und was geht. Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Auch einfach testen und auch testen mit diesem Sahnigen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob hier irgendwas vielleicht in Kombination Tutti Frutti Sahne geht. Könnte, warum auch nicht. Oder Kokos, Tutti Frutti. Auch eine Kombi. Also, ich werde gleich noch mal ein bisschen rumprobieren. Wenn du noch eine Kombination hast, gerne auch in die Kommentare reinschreiben und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im nächsten Livestream. Bis dahin.